da es jetzt mein erstes Mal Interview geben ist und oder machen, wird Rainer mich jetzt erstmal erden und mir helfen, dass ich nicht ganz so aufgeregt bin. So, jetzt setz dich einfach mal nach, schließ die Augen und lass einfach mal den Trommelschlag runter. Geh einfach mit dem Trommelschlag mit und du tust es. Wird immer ruhiger, gelassener wirst. Die Energien sind natürlich auch sehr heftig hier drin, so unterschiedliche Energien. Geht schon runter, gell? Ja, das hat richtig gut getan. Geht schon runter, ja. So einfach Vielen ein bisschen Dank. loslassen, Ja. nicht so anspannen. Mein Vortrag noch, hoffe ich, dass ich es noch hinkriege. 10 Ja. Minuten noch eine kleine Meditation mit den Leuten machen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das hatte ich vorhin erst gedacht, dass sowas so ein bisschen hier noch mit eingebracht werden könnte und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, also mir ist halt wichtig, dass die Menschen einfach spüren, dass wir mit allem, was uns umgibt, verbunden sind. Und gerade wenn man so eine Konferenz hat und die Energien so unterschiedlich aufeinanderknallen und durch den Trommelschlag werden die Menschen wieder, fahren die wieder runter. Wir hatten ja spacige Themen hier, wird über Außerirdische, über die ganze Weltraumprogramme gesprochen. Und aus schamanischer Sicht, nach meiner Ansicht nach, ist es auch wichtig, dass wir uns wieder richtig runterfahren, Mutter Erde ehren und schätzen und achten. Mutter Erde braucht unsere Unterstützung. Sie ist ein lebendiges Wesen. Wir sind ein Teil von Mutter Erde. Man kann auch sagen, du bist ein Teil von Mutter Erde, im Gewebe von Mutter Erde und nichts ist getrennt. Und ich sage immer, auch zu meinen Menschen, die zu mir in Sitzungen kommen, es ist alles miteinander verbunden. Wir haben das nur vergessen, verloren dieses Wissen. Ja? Und wenn man mal richtig in so einen ruhigen Zustand, du hast es ja jetzt gerade ein bisschen mitgekriegt, ich habe jetzt nur ein paar, 2, 3 Minuten ein bisschen getrommelt, du musst gleich wieder runterfährst, wie der Herzschlag ruhiger wird. Und in dieser Form, wenn du dann wirklich tief entspannt bist, da kannst du auch, wenn man ganz tief reinspürt in Mutter Erde, sich gut verwurzelt, dann kann man auch den Herzschlag von Mutter Erde spüren, wie er mit deinem Herzschlag sozusagen in Resonanz geht. Und jetzt kriege ich so eine Gänsehaut von oben. Das ist schon mal eine Anwendung. Ja, ich muss da nicht channeln. Man spürt einfach, da kommt die Energie rein. Es kribbelt am ganzen Körper und das ist für mich immer ein Zeichen. Ein Ja, ja, du hast recht mit dem, was du sagst schon. Ich wünsche mir einfach für die Menschheit Frieden. Ich glaube, jetzt wichtiger denn je. Wir sehen ja gerade, was auf der Welt los ist. Und deswegen war mir so ein Anliegen, dass ich nach meinem Vortrag am Sonntag einfach nochmal kollektiv die ganze Menschen mitnehme, ja, dass wir uns gemeinsam mit Mutter Erde verbinden und dann einfach im Kollektiv, wir haben ja Schöpferkräfte, ein Lichtfeld aufbauen und das in Mutter Erde einspeisen. Und da passiert schon immer was. Ne? Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee, weil wenn wir jetzt auch auf diesen Konferenz hier überall in allen Planeten und Sphären hier gedanklich hingebracht werden, ist es natürlich auch schön, Mutter Erde nicht zu vergessen und uns dann auch wieder zu erden. Und das finde ich total die schöne Idee, dass du das dann machen möchtest. Ja, ich habe ich habe es ja angekündigt am Mittwoch, ich muss gerade selber überlegen, welchen Tag wir heute bin, Zeit und Du bist ein Raum, bisschen hier. bin auch schon Raum und zeitlos, ja. Auch so. Aber das ist bei solchen Veranstaltungen, wenn so viele Menschen sind, jeder bringt eine andere Energie mit, ja. Und ich muss dann auch immer wieder mal raus und muss mal Zigarette rauchen, um mich wieder schön zu erden. Ja, aber wir leben wirklich entspannende Zeiten und ich bin von Grund auf eigentlich ein positiver Mensch und spüre auch, dass eine große Veränderung im Positiven kommt. Im individuellen Bereich, jeder bei sich alleine, laufen gerade sehr starke Prozesse und auch im Kollektiv im Außen. Ja. Du hattest ja auch gesagt in einem Video von dir, dass du siehst, dass die Qualität oder die Farbe der Sonne sich geändert hat. Und meinst du, das hat auch irgendwo mit dem, dass vielleicht jetzt ein Disclosure kommt, irgendwas damit zu tun, dass
ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist oder ob das vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass jetzt sich eben etwas verändern wird, eine große Veränderung kommt, dass das vielleicht auch dann mit außerirdischem Leben zu tun haben kann. Oder? Gute Frage. Du wirst schon mal ein Video gesehen haben. Ja, ich war selber überrascht. Ich habe einfach mal ein Video gemacht, wo ich meine inneren Impulse, ich kriege meistens, wenn ich mit meinen Hunden im Wald spaziere, kommen diese Eingebungen. Und dann habe ich einfach mal das so in den Raum gestellt. Das wollte ich auch unter anderem im Vortrag, ich habe extra noch ein paar Folien mit eingebaut, wo ich auch nochmal die Menschen darauf hinweisen, beobachtet die Natur. Wer Augen hat, der sehe. Man kann feststellen, dass tatsächlich die Sonne nicht mehr so ist wie früher. Früher habe ich so ein festes Ritual gehabt, bin ich morgens um 7:30, wenn ich aufgestanden bin, bei mir morgens sind die barfuß in den Garten gestanden. Ich habe die aufgehende Sonne hinter mir gesehen. Ich konnte direkt in die Sonne schauen und habe mir, also natürlich nur, wenn sie tief steht, morgens und abends, mittags natürlich auch nicht, und konnte die Lichtcodes nehmen. Und jetzt ist eben mir aufgefallen, dass die Sonne richtig grelles Weiß ist. Ja. Und dann beobachte ich natürlich auch meine Tiere. Ich habe selber Hunde. Meine Sola geht zum Beispiel gern. Die ist im Sommer mal bei hochsommerlichen Temperaturen auf Terrasse gelegen in Sonne. Und an diesen Tagen, wo ich diese Beobachtung gemacht habe, wollten meine Hunde gar nicht raus. Was auch auffällig war, dass die Natur förmlich explodiert ist. Die Vögel, hör mal genau zu, die Vögel, die singen ein Konzert, ja. Wildtiere kommen immer mehr zu uns als Hausherren. Es ist eine Explosion in der Natur. Ich habe noch nie erlebt, dass zum Beispiel der Bauer Mitte April schon der erste Schnitt gemacht hat. Die Mutter Erde reagiert, es passiert was. Bezüglich jetzt deiner Frage, was mit der Sonne ist, ich habe jetzt so rein gefühlsmäßig so das wahrgenommen, wie wenn ein Filter vor der Sonne wäre. Es könnte natürlich auch mit den Flieger zusammenhängen, mit den Chemtrails, was sie aussenden. Da habe ich so viele Antworten drauf gekriegt, weltweit. Ja, also ich war wirklich hier überrascht. Ich glaube, ich habe auf mein Video über 1300 Antworten, wo aus alle Länder mir Menschen die gleiche Wahrnehmung berichtet haben. Aber es ist nicht jeden Tag gleich. Ja. An manche Tage ist die Sonne wieder nicht so aggressiv. Viele Menschen haben berichtet, dass sie plötzlich Kopfweh gekriegt haben, Ausschlag bekommen haben. Ich sag, man hat das Gefühl, es hat sich bereits in der Matrix eine Verschiebung gegeben. Es verändert sich was. Und viele Menschen berichten, dass sie Kopfweh haben, dass sie dauermüde sind, körperliche Probleme haben. Ich glaube, das sind auch Prozesse, die wir jetzt jeder Einzelne durchmachen. Ne? Ja, vielleicht hängt das ja auch mit so ein Solarflash, der vielleicht bevorsteht, dass die Sonnenaktivität jetzt ja immer stärker und aktiver wird und dass dadurch jetzt vielleicht auch natürlich noch mehr gesprüht wird oder mehr Flugzeuge unterwegs sind an einigen Tagen, um das natürlich abzuschirmen von uns. Ja, es kann natürlich auch sein. Wir können nur beobachten und ja. Genau, einfach beobachten. Vor allem ganz, ganz wichtig, nicht verrückt machen lassen, nicht in die Angst gehen. Ich sage immer, bleib im Vertrauen, im Urvertrauen, bind dich an. Ich bin auch ein Mensch, ich liebe die bodenständige Spiritualität. Das heißt, ich schaue schon, was auf 3D alles so, ein bisschen auch auf der geopolitischen Ebene läuft, aber ich gehe nicht tief rein, einfach um aufmerksam zu beobachten, was geschieht im Außen und genauso geschieht es im Inneren. Und vielleicht noch eine kleine Info für dich. 2 Tage später habe ich noch ich möchte jetzt nicht sagen Vision, einfach immer ein Wort ins Bewusstsein bekommen, wenn ich wieder mit meinen Hunden im Wald unterwegs bin, ich einfach in der Natur laufe, den Kopf frei habe, nicht da oben wieder die Datenautobahn ein bisschen abstelle, einfach die Natur genieße, offen in den Wald reinschaue, da kriege ich manchmal so meine Eingebungen. Und dann kam ganz stark das Wort, die Umkehrung. Die Umkehrung ist jetzt, ja, wir kehren wieder zum Ursprung zurück, zum Kern der Seele. Das kann man jetzt auf alle Bereiche im Leben, auch auf der geopolitischen Ebene. Ich habe ja auch im Video gesagt, dass ich so das Gefühl habe, dass immer mehr und mehr die Masken fallen. Dass immer mehr Menschen das Innere nach außen kommt, ja, das Wahre sich zeigt.
Und man kann es wirklich auch im Außen beobachten. Viele Menschen drehen gerade durch, werden aggressiv, sind irrational, kann man schon sagen. Und andere Menschen, die ziehen sich eher zurück, die gehen in den Rückzug, suchen die Ruhe in der Natur, suchen den Frieden für sich. Und ich habe ja auch morgen am Sonntag in meinem Vortrag von der Weltentrennung. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein Prozess, der läuft jetzt. Und ich habe so das Gefühl, ich kann jetzt da nur für mich sprechen, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Jeder hat da eine andere Wahrnehmung. Ich erhebe da keinen Anspruch, dass es so kommt. Ich fühle das einfach so. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, dass wir in den nächsten Jahren große Veränderungen beim Menschen beobachten werden, wie auch im großen kollektiven Feld. Aber zum Abschluss, was ich noch sagen will, ich habe so gutes Gefühl, da kommt eine gute Zeit auf uns zu, auch wenn wir jetzt erstmal noch durch den Sturm durch müssen. Der kommt, man sieht es ja. Ganz kurz nochmal zum Thema Umkehrung. Das fand ich gerade nochmal, kam mir so spontan gerade Geistesblitze. Ja. Und zwar habe ich mal eine Schamanin kennenlernen dürfen, die Ina Devi aus Berlin, ich weiß es. Und die hat darüber berichtet, dass die Zeitqualität immer schneller und schneller wird, dadurch, dass jetzt es auf so eine Art Höhepunkt zusteuert. Genau. Und zwar diese Umkehrung hat sie nämlich auch erwähnt. Ich weiß nicht, ob das dann dieselbe ist, aber ist mir gerade einfach in den Kopf gekommen. Ja, alles gut. Und sie meinte, dass gerade die Zeitqualität ja sehr oder die Energie sehr vom männlichen Energie geprägt ist und dass dann irgendwie wieder die Umkehrung kommt in die weibliche Energie. Und gestern hatte ja der Frank auch zum Beispiel in seinem Vortrag, das kam ja nämlich gerade beides so parallel, gesagt, dass ja von der Gaia, der Sophia, die Qualität ja erst weiblich war und dann kam ja die männliche mit rein. Und vielleicht, was du jetzt eben meintest, dass dann vielleicht wieder diese Umkehrung kommt, wieder hin zur Mutter Gaia mehr und dass diese Qualität wieder jetzt mehr in den Fokus dann kommt. Bin ich bei dir, ja. Da ist schon eine sehr gute Ja, alles gut, lass es raus. Da spricht die Seele, weißt du? Nicht nachdenken, kann ich das jetzt sagen, wie sehe ich dann aus? Stelle ich jetzt eine blöde Frage? Das waren gerade so Puzzleteile, die haben alle zusammengepasst. Ja. Wenn ich dann schon den Experten hier habe, dann frage ich direkt mal. Ja, bin ich bei dir, ja. Die weibliche Energie, ja. Die Umkehrung, mit der Umkehrung meine ich ja auch, man kann es auch so sagen, die, wo so dämonisiert werden, auf einmal, die sind ja gar nicht so böse, wie sie dargestellt werden. Das meine ich auch mit Umkehrung. Wir sehen das ja auch auf der geopolitischen Ebene, dass gerade viele ihr wahres Gesicht zeigen, weil sie das Innere nicht mehr unterdrücken können. Ja. Das hat jetzt über viele Jahrzehnte hat das wunderbar funktioniert. Man hat eine schöne Fassade, eine schöne Maske aufgesetzt, aber das wird jetzt nicht mehr passieren. Und ich bin bei dir. Auch die Zeitbeschleunigung, es ist extrem, die 24 Stunden sind keine 24 Stunden mehr. Es fühlt sich alles an, wie wenn es immer mehr komprimiert. Und jetzt vielleicht auch abschließend, ganz wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit, wo sich alles multipliziert und immer schneller geht, ganz wichtig, dich jeden Tag neu ausrichten, wo stehe ich, bin ich noch in meiner Mitte, Gedankenhygiene halten. Und ich sage, macht das Experiment für euch selber. Wenn du mit einem guten Gefühl freundlich rausgehst, die Menschen auf der Straße freundlich grüßt, das ist eine ganz andere Energie. Und die anderen werden zusehends immer mehr in die transhumanistische Agenda reingezogen, weil da kommen riesige Sachen auf uns zu, wo viele Menschen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Gerade auch jetzt, was die KI, die künstliche Intelligenz angeht. Und ich denke, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich sage, das meine ich mit Weltentrennung. Die eine gehen in die transhumanistische Agenda, möglicherweise lassen sie sich chippen, impfen, um sich verbessern zu lassen. Ja? Und die andere Menschen haben eher das Gefühl, ich muss mehr in den Rückzug wieder zurück zur Einfachheit, zum Ursprung wieder. Das meine ich auch zum Ursprung, zur Umkehrung, zum Kern, wieder zu sich zu finden, in sich. Dann findet man automatisch auch die Verbindung wieder zu unserer aller Mutter, zur göttlichen Mutter, Pachamama,
Oder wie es der Frank so schön gesagt hat, Sophia, finde ich auch ein schöner Name, schwingt auch sehr Ja, schön. ist zufällig mein Name, deswegen war das auch so. Zufällig dein Name, Sophia, ich ganz, rede mit der Sophia, ja wunderbar. Das war wirklich, ich war total geflasht. Also ja, Ja, super sehr cool hier. schön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das war Gerne. jetzt so cool und ja, jetzt ja, durch dein Trommeln konnte ich mich echt entspannen und Dankeschön. Gerne. Und Danke. mach weiter so, ja? Danke. Informier die Leute. Vielen Dank. Gerne. Ciao.